Nach vielen Operationen benötigen Patienten ja Kompressionswaren, also ehrlicherweise nach den meisten Operationen, die man in der plastischen Chirurgie macht, zum Beispiel nach Bruststraffung, Brustvergrößerung, nach allen Fettabsaugungen, nach Straffungsoperationen am Körper. Immer ist es wichtig, dass man die Hautgewebe und die Bindegewebe unterstützt mit Kompressionsware. Und diese Kompressionsware, die passen wir den Patienten im Vorfeld an. Also Beispiel, ich lasse mir meine Wampe absaugen, komme zum Beratungsgespräch, dann würde mir der Bauch vermessen werden, dann würde geguckt werden, was für einen Umfang habe ich, dann nehmen wir eine Größe oder eben einen bestimmten Berechnungsalgorithmus kleiner, weil ich werde ja abgesaugt und danach muss die Haut komprimiert werden. Und dann gibt es hier katalogeweise verschiedenste Modelle von Kompressionswaren. Da macht nicht jedes Modell bei einer Fettabsaugung am Bauch Sinn, aber es gibt eine gewisse Entscheidungsbandbreite, Gurte, Bodies und so weiter. Und das kann man mit dem Arzt dann zusammen bei uns besprechen, kann schauen, welche Farbe möchte ich einen schwarzen Kompressionsmieder, möchte ich einen weißen, möchte ich einen hautfarbenen, da gibt es gewisse Unterschiede. Wir empfehlen meistens schwarz, weil der immer am vernünftigsten ausschaut, so über die Zeit. Und es gibt auch verschiedene Modelle. Das heißt, es ist wichtig, dass man das Thema Kompressionsware vor der Operation bespricht. Getragen werden diese Kompressionswaren im Übrigen etwa 6 Wochen, manchmal eine Spur länger, auch manchmal 8 oder 10 Wochen. Aber so roundabout 2 Monate kann man sich merken, muss man diese Dinger tatsächlich Tag und Nacht tragen. Man denkt, es ist nicht so schlimm, aber Sie werden schon sehen, dass das auch wirklich nervig werden kann. Es ist aber absolut wichtig, nach einer Operation Kompressionsware zu tragen. Wir hören immer wieder, dass in vielen Kliniken den Patienten überlassen wird, sich irgendwo Kompressionsware zu besorgen. Wir machen das anders. Es ist Teil unseres Beratungsprozesses, dass wir mit dem Patienten zusammen überlegen, welche Kompressionsware richtig ist. Und unsere Mitarbeiter auch sich Zeit nehmen, mit den Patienten zusammen diese Kompressionsware zu vermessen und eben zu schauen, welches Modell passend ist. Manchmal braucht es ein zweites Mieder, zum Beispiel zum Wechseln, oder wir haben das auch öfter mal, dass es ein weißes braucht unter bestimmter Kleidung und ein schwarzes zum Beispiel dann zum Wechseln. Es ist auch die Möglichkeit, ein zweites Mieder über uns zu bestellen. Standardmäßig ist es so, wenn Sie als Patient aufwachen bei uns nach der Operation, beispielsweise nach einer Fettabsaugung, dann haben Sie das Kompressionsmieder schon an. Das heißt, man wacht schon damit auf und am nächsten Morgen nach der Kontrolle geht man nach Hause und hat schon diese entsprechende Kleidung an, trägt die 6 Wochen Tag und Nacht und immer zum Duschen wird die abgenommen. Danach tupft man sich vorsichtig trocken und zieht die als erstes wieder an. Also dieses Kleidungsstück, diese Kompressionsware, die wird zum täglichen Begleiter. Deswegen ist es auch wichtig, dass man da auf Qualität setzt, was wir tun und den Patienten somit einen möglichst hohen Tragekomfort ermöglicht. Wenn Sie Fragen zum Thema Kompressionsware haben, uns gerne kontaktieren oder wenn Sie bei uns operiert wurden und Fragen haben, auch gerne uns einfach anrufen. Wir kümmern uns gerne darum, dass Sie genau die Kompressionsware bekommen, die Sie brauchen.